The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Getting used to it? After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect warm-up. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Take a look through your binoculars. Look directly at the village and press the call button. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived.
they were good. All we found on the scene were their corpses and these. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Ja, grüß euch Leuten, Taut wieder hier und willkommen zurück beim Metal Gear Solid Phantom Pain. Ich werde jetzt mal komplett meine Audiospur wieder mal weg dann, weil mir Ocelot einfach die ganze Zeit unterbrochen hat. Also jetzt einmal die Anmoderation von mir. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahmesession. Nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt auf einmal mitten in der Aufnahme der vorigen Aufnahmesession nicht so neu anfangen. Weil ich leider letztes Mal weg bin und deswegen habe ich mir jetzt dazu entschieden, die Sequenz hier jetzt mal rauszuschneiden vom vorigen Part und einfach hier so läuft das die ganze Zeit durch und ja, das wieder hier noch reinzuschneiden. So, da ist ich da schon durch. Das läuft dauernd. Ah, interessant. Ah, das sind schon die ersten Wochen. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Ich meine, das kennen wir eh schon aus der Phantom Pain. Ground Zero, so wollte ich sagen. Aber das mit V, dass ich die Zoom-Stufen ändern kann, war man neig. The Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. So, wir schauen uns mal da das Dorf, warte mal, da in die Hütten schauen wir mal kurz rein. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Okay, das ist so wie es ausschaut, ist das ein kleiner Außenposten. Wo ist jetzt das Pferd? Wo ist das Pferd hin? Hey, wo ist mein Pferd hin? Jetzt aber auch nicht mehr. Ah, da ist. Was mir ein bisschen wundert, muss ich sagen, dass er jetzt schon das Diamond Dogs Emblem hat, weil was ich so im Vorhinein gesehen habe, gründen sie es ja erst. So. Also mit dem Typ, was wir jetzt befreien. So. Doch schaut es ja ganz gut aus. How about it? Can you see them? Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Also früh mir wirklich schauen, dass wir da... Ist da gar keiner drin? Ist ich überhaupt kein... It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast.
Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Ja, das ist jetzt bei mir die Tasten 1 bis 4, glaube ich. Was ist das? Akra. So this is Raven territory. I heard once that some indigenous peoples in Canada and Alaska deify the common raven as a totem. Indianer haben den früher verehrt als... Das stimmt, ja. Aber warum ist da keiner? Und vor allem, warum habe ich 3 Markierungen, bitte? Marker removed. Marker removed. So, schauen wir mal, was wir haben. Was ist das? Myoelektrische Prothese für Snake. Mit der Ruftaste Q. Klopfen. Oh, Feinde anzulocken, okay. Okay. Miniatur-Betäubungsmittel verschießen sich an lähmenden Mittel auf der Distanz. Für Schnellfeuer sind nicht geeignet, da jede Kugel von Hand nachgeladen werden muss. Interessant. Ein leeres Magazin kann zur Ablenkung geworfen werden. Ein Antipp des Angriffs führt eine schnelle Wurfbewegung aus. Oh, deswegen habe ich die Magazinaufkommen gehabt. Ah. Phantomzigarette oder Nachtwischen, okay. Ja, Moment. Also, nein, das sind nur die Karten. Warte mal kurz. Die Phantomzigarette. Heilpflanze verschnitten wurde, welche die Zeitwahrnehmung beschleunigt. Verliert an Wirksamkeit, wenn der Nutzer unter Stress steht. Zum Beispiel, wenn von einem Feind entdeckt wurde, kann nicht auf FOB-Missionen eingesetzt werden. Okay, also ich schätze mal, das werden wir noch früh genug erfahren, was FOB-Missionen sind. So, jetzt würde mich mal interessieren, ob da irgendwelche Leute drin sind. Das scheint wirklich klar zu sein. Na, da ist er. Haha. It's a heavy machine gun. Packs far more power than any rifle. You can either use it yourself or destroy it. Either way, best keep in mind some way to deal with it. Aber da ist sicher mehr als wieder eine Woche. Jetzt, wo kommst du her? Not a civilian in sight. The Soviets have taken complete control of the place. Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Ist ein bisschen umständlich, muss ich sagen, dass man immer F halten muss. Ich bin halt ein bisschen armer verwöhnt, dass ich einfach nur Tasten kurz drücken muss und dann mich einfach frei bewegen kann. Andererseits bist du so sicher schneller für den Fall, dass du entdeckt wirst. Woher Auto? Da ist ein Auto. Da ist irgendwo ein Auto in dem Dorf. Wir schauen mal, dass wir uns irgendwie um das Maschinengewehr kümmern. Das kann ja am besten sein. Na komm. Ah, jetzt.
da ist einer. Da ist einer. Seht ihr den? Ihr merkt schon, ich bin da ein bisschen konzentrierter, weil ich will nicht nur den gleichen Blödsinn aufführen wie bei Ground Zero, dass ich 5000 Alarme auslöse. Und... da sind dann noch welche. Das sind mehrere. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Okay. Also die Nacht bricht da rein. So, verhören wir mal. Spuck es aus. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Das heißt, ich kann leider nicht. Wir bringen ihn mal um. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. So, wo? Na doof. Das ist ein bisschen zu auffällig. Warte mal, ich bin ja von... Wo bin ich rausgekommen? Hä? Ich bin hier irgendwo rausgekommen, wo es eigentlich ganz gut war. Ah, da hinten war das. Ey, länger einfach mal da einer. Wird schon passen. Hoffe zumindest. Wow. Das ist gerade ein Suchscheinwerfer. Na. So. Was kann ich jetzt mit dir machen? Ne. Kinder jetzt da das Dreiergruppe da drüben aufmischen, ist free, aber jetzt auch nicht. Warte mal, wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, Cassary Miller, okay. Also ich muss wahrscheinlich da jetzt in den Kommandostand reinkommen. Dass ich irgendwelche Informationen wahrscheinlich kriege. So, das heißt, ich muss da 4. Problem an der Sache ist, da vorne ist wieder so ein schwarzes Geschütz. Ah, es ist sogar ein Mörser, was da ist. Okay. Kopfschuss, habt ihr gesagt, ja? Ja. Und wahrscheinlich ist es funktioniert sogar. Nur, was halt jetzt interessant wäre, dass ich entweder irgendwie... Oh. Dass ich irgendwie fesseln könnte oder so irgendwas. Das war jetzt noch interessant gewesen. So. Denken wir mal zu seinen Kollegen zu wie. Die Frage ist halt auch, wie lange wirkt das Ganze gerade.
Ich habe in manchen Videos habe ich auch gesehen, dass die Leute das da per Drop einfach die Leute weggeholt haben. Das wird aber sicher erst dann funktionieren, wenn ich das erste Mal in der Motherbase war wahrscheinlich. You have arrived at your destination. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Die Frage ist, kann jetzt einfach so eine oder ist da irgendwas in der Nähe? Das ist eine gute Frage. Was ist denn das? Rohdiamant. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Nice. So, kommen wir jetzt irgendwie... Ja. So, ich riskiere es einfach mal einige. Is that? Was haben wir da? So you picked up an intel file. Extraction. Now we know where Miller is. Database. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. Okay. So, wo ist er jetzt? Er ist da drüben, okay. Ah, ich wollte Markierung setzen. Das hat er ja schon mal auch angezeigt, oder? Marker placed. Marker removed. Marker placed. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Schlafen die zwei Kollegen eigentlich noch? Ja, dumm ist es sogar noch. So, jetzt schauen wir mal, wie wir uns am besten... Am besten ist, ich schleiche mich wieder, dass da hinten aussieht. Weil da schlafen wir die zwei. Und ich hoffe, dass da keine weitere Woche ist. Man könnte natürlich, wenn ihr das jetzt privat spielen wollt, könnt ihr jetzt zum Beispiel hier einfach so reingehen, unter jeden einzelnen Raum versuchen, so viel Materialien oder Diamanten oder so, was der Teufel ist, zu finden. Aber fürs Let's Play Server habe ich mir irgendwie vorgenommen, ich versuche das meiste natürlich schleichend zu machen. So wie es glaube ich, das Spiel selber will. Und ja, wie das ja mit der Motherbase machen, weil das ist ja ganz eigenes. Ja, ja. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. If you stand up and run around, you'll make it easier for them to spot you. Ah, da ist es ja. Ja, mit der Motherbase müssen wir dann noch schauen, wie wir das machen. Also beim ersten Besuch seid ihr sicher dabei. Okay. Interessant. Es funktioniert also mit C. Gut zu wissen. Sollen wir kurz mit dem Fernglas nochmal schauen? Nochmal zur Motherbase. Also es ist ja glaube ich irgendwie so, dass das ein komplett eigenes Mikro-Management ist, das Ganze. Es wird sicher auch passieren, dass ich mal hin und wieder mal Leute suche in die Missionen für die Basis, soweit ich das mitkriege, dass man da so Leute rekrutieren lassen kann. Aber wenn es jetzt nichts
Story-Relevantes hat, wie wahrscheinlich das Ganze, was in der Motherbase tue, einfach nur rauscutten. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich glaube, das euch interessiert eher die Story, als wie dass ihr einen Fortschritt an meiner Motherbase seht, denke ich mal halt. Und außerdem würde das sonst da wahrscheinlich auch so, keine Ahnung, 300-400 Parts lang wie Witcher zum Beispiel. Das Reality. Oh. Natürlich habe ich die Aufmerksamkeit von den Wachen auf mich zu haben. Verdammt nochmal. Anytime you need advice, just give me a call. You need to take cover during a firefight. You're a sitting duck otherwise. Na, sag bloß. Was machen wir jetzt? Okay, die laufen dort zurück. Auf das habe ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Vor lauter mit euch reden wegen Plänen vom Let's Play. Aber lass uns einfach mal auf uns zukommen. Ich möchte natürlich schauen, dass ich so viel wie Story wie möglich euch reinpacke in die Parts. Und nicht allzu viel. Und nicht allzu viel so nebensächliche Sachen. Tastaturbelegung ist mal so komisch, muss ich euch echt sagen. Der ist jetzt in Alarmbereitschaft. So, sonst hätte ich jetzt keinen gesehen, aber ich muss mich da anschleichen. Extraction arrived at Mother Base. Oh, okay. Also das, was ich jetzt aufgesammelt habe, ist jetzt anscheinend angekommen. So. Oh, da ist eine Patrouille. Die sind alle in Alarmbereitschaft. Taugt mir gar nichts. Das taugt mir gar nichts. Aber was richtig Geiles, cool gemacht ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch im Ground Zero schon mitgekriegt habt, aber ihr hört genau immer die Soldaten funken. Also der Soldat, was funkt. Der wird da, der rettet dann auch selber. Also das hört man dann auch, wenn der direkt vorne steht, dann hört man ihm doppelt einmal das Funkgerät und einmal dann wie er voran rennt, und das ist echt cool gemacht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich das in einem anderen Spiel irgendwie so detailgenau erlebt hätte. So. Davor. Oh, 600 Meter. Alter Schwede. So, was macht ihr da unten? So, wie gesagt, da unten habe ich schon gesehen, von weiter weg. Das heißt, da sind zum Beispiel so Ressourcenpacker. Man könnte da runtergehen und sich das einfach so holen, aber um das Let's Play zu beschleunigen, würde ich vielleicht sogar vorschlagen, dass man da solche Wege einfach sie rausschneidet irgendwie. Ich meine, es ist halt immer so das meiste Problem beim Open-World-Spielen. Bei Witcher geht es ja, da habe ich ein Schnellreisesystem, aber hier ist es dann doch ein bisschen anders, dass ich hin und her komme. Ich bin echt an überlegen, dass ich einfach nur die Wege jetzt, so wie jetzt, einfach rausschneide. Würde auch ein paar Fails ersparen und nicht die Parts unnötig in Länge ziehen. Weil, schaut jetzt mal zum Beispiel. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen was an Informationen rausgekriegt. Und der Part ist fast zu Ende. Oder ist jetzt, glaube ich, ganz sogar zu Ende. Und ja, so will ich ehrlich gesagt nicht die ganzen Parts mit überziehen. Also, wartet mal. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir noch, weil ich jetzt einmal demnächst einfach mal, wenn ich jetzt mal einfach so einen
Cuts dann reinnehme. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Also, ich fange jetzt einfach mal damit an, dass ich einfach jetzt mal einen Cut reinsetze und mit dann wieder bei euch meld, wenn wir da in der unmittelbaren Nähe sind, dass wir uns anpirschen an das ganze Gebäude da, weil sonst dauert es wirklich viel zu lang, das ganze Let's Play. Bis gleich.